Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Ja, hallo ihr Lieben und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Es ist wieder Freitag, die Woche geht zu Ende. Ich habe viel zu tun, die Nächte sind kurz. Es spielt sich zwar alles ein bisschen ein, aber es sind halt immer wieder neue Herausforderungen. Es ist sehr viel Organisation und Telefoniererei, außerdem was sonst noch zu tun ist. Ich kann immer noch nicht so konsequent arbeiten, wie ich möchte, aber ich kriege es irgendwie hin. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für alle Spenden, die bei mir bei PayPal eingegangen sind oder auf meinem Konto oder hier unten beim Super Thanks Button. Es gehört für mich auch zum Leben, das anzunehmen, dass es manchmal nicht so geht, wie man möchte. Und dass man dann nicht sagt, das wäre nicht nötig gewesen. Das habe ich früher immer gemacht. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Also lehnt man es direkt schon wieder ab. Eine große Lernaufgabe auch für mich. Und natürlich tut ihr mir mit allen Kommentaren und allem gut. Es ist so eine Situation, da fühlt man sich oft alleine gelassen. Und wie immer, wenn es schwierig wird, sind nur noch ganz wenige für dich da. Eine bittere Erkenntnis. Deshalb danke für alle, die da sind, die auch schon jahrelang da sind und die einfach mit ihrem Zutun, egal mit was, mir unter die Arme greifen. So, ich habe hier für die nächste Woche ein bisschen Selbstwertthematik. Man fragt sich vielleicht, was bin ich mir wert, wo werde ich nicht wertgeschätzt? Wertschätzung könnte ein Thema sein. Es kann ja auch um Konflikte mit dem finanziellen Weiterkommen gehen. Ich sehe hier aber kleineres Geld im Anmarsch und an den Finanzen dran. Schon auch ein bisschen Zuwachs im kleineren Bereich. Die Geldkarte liegt im Haus des Klees. Und auch hier die Aufforderung, wir dürfen für uns einstehen. Ja? Also das, was wir wert sind, wir verkaufen uns nicht unter dem Wert, wir machen uns nicht klein, sondern wir dürfen das verlangen, was wir können und was wir sind. Und ja, das ist auch so eine Lebensaufgabe. Ich habe hier Neubeginne im Haus des Hauses. Möglicherweise fragt ihr euch, ob ihr am richtigen Platz seid, ob ihr irgendetwas umstrukturieren wollt. Neubeginne, die hier auch aus der Umgebung oder in die Umgebung hineinwirken. Richtungswechsel, ja. Man fragt sich, wie soll etwas weitergehen oder welche Richtung gibt man dem, was man wachsen lassen will. Es melden sich bei einigen vielleicht auch ein paar Lebenszweifel. Veränderungen sind hier noch im Unklaren. Ja, es gibt also etwas, das man aufklärt, wo man erst noch Wissen braucht oder Instruktion. Und wir selber liegen im Haus des Sarges drin, nicht erschrecken, das hört sich immer so böse an. Das heißt einfach, wir sind in einer Umbruchsphase. Ne? Wir schauen aus dem Kartenblatt raus, etwas verändert sich komplett. Wir haben hier so ein bisschen die familiären Verstrickungen, den Existenzkampf vielleicht bei manchen auch im Rücken hängen. Und möglicherweise auch viele offene Fragen, denn da, wo wir hier rausfallen, wissen wir noch nicht, wo wir landen. Tatsächlich geht es hier sehr viel um die Finanzen. Es kann ja hier auch plötzlich sein, dass ihr unerwartet zu etwas kommt. Wir haben die Wunscherfüllungskarte auf den Finanzen auf ganz plötzlichem Wege. Nachrichten, Kommunikation, denkt immer dran, ihr wisst, was ihr wert seid. Verschenkt verschenkt euch nicht selber oder macht nichts unter dem Wert. Das kann man ablegen lernen. Man darf hier für sich einstehen, man darf den Selbstwert stärken. Insgesamt eine Woche, wo wir viel überlegen, wie bleiben uns die Finanzen auf die längere Zeit treu, wo brauchen wir ein bisschen Zuwachs, wo neue Wege vielleicht auch.
Veränderungen, die jetzt hier so am Aufklären sind, die sind ein bisschen mit Stress verbunden, ja. Also es können so viele Gänge notwendig sein, man muss sich viel bewegen, man muss etwas tun, man ist vielleicht auch schnell gestresst oder man macht mal etwas in die Richtung und merkt dann sofort, das war die falsche Richtung. Also ich habe hier Kurskorrekturen. Man dreht etwas wieder in eine richtige Richtung. Alles dient am Ende, dass wir hier verbindliche Klarheit kriegen, Klarheit über Kommunikation. Ich habe hier, dass euch Kommunikation oder uns auch zum Aufblühen bringt und uns etwas mitgibt, was bisher verwehrt war. Ach, schon wieder schicksalshafte Wege. Ist mir aber auch fast klar, weil wir hier ja im Hause des Umbruchs drin liegen. Schicksalshafte Entscheidungen, Entscheidungen, die wir treffen müssen, weil es das Außen so will. Ich habe, dass wir tiefe Einblicke nehmen in unser Leben, in unsere Erfahrungen, in unsere Verstrickungen. Wir sind so ein bisschen blockiert. Wir haben hier genesende Energie, die zwar zur Verfügung steht, aber mit der wir noch so ein bisschen rumkämpfen. Möglicherweise zeigen sich hier auch Menschen, die nennen sich Freunde oder Weggefährten, die maßgeblich an euren Entscheidungen oder euren Wegen mit betroffen sind. Ich habe hier sehr viel Wissen, das sich eröffnet, sehr viel Erfahrungen, die hier gemacht werden. Uns wird von außen der Schlüssel gereicht. Ne? Hier liegt eine Möglichkeit, die kommt von außen und bringt sehr viel Sicherheit mit. Oh, eine Woche des Glücks. Eine Wende zum Guten. Also ich kann es jetzt eigentlich, traue ich es mich schon fast gar nicht mehr zu sagen, aber es liegt eben so. Da, wo dir Glück verwehrt war oder du dich in die zweite Reihe gestellt hast, hier wird aus Mangel Alltagsglück. Ne? Hier haben wir die Magie, etwas, was unser Herz belebt, eine große Veränderung, die Erfreuendes mitbringt. Ich kann das gar nicht so richtig ausdrücken. Hier liegt es so in dem Pulk drin. Das könnte sogar so etwas wie ein karmischer Ausgleich sein. Ne? Da, wo das Leben das nicht gut gemeint hat mit dir und du auch schon den Glauben verloren hast, da kommt jetzt die Energie, die dich wieder zum Leben hinbringt. Es kann hier an ganz große Lebensblockaden gehen, Hindernisse, die man immer wieder getreten hat. Möglicherweise sind wir auch nicht so fit, wie wir es gern hätten. Oder wir haben so ein bisschen schleppende Energie bei den Dingen. Es ist auch egal, es herrscht hier kein Zeitdruck, denn das, was hier liegt, das kommt sowieso für die, die resonieren. Und die Umbruchsphasen, das erkläre ich auch immer wieder. Wenn ich ein Wochenorakel lege und ich sage, da ist eine Umbruchsphase, wo wir noch mit hindernder Energie und Konflikten zu kämpfen haben, da sind wir noch nicht angekommen. Da fangen wir erst an, ja. Aber das Endprodukt ist ja etwas sehr Schönes. Wir haben ja die neue Lebensenergie, plötzliche Wege, die anders gegangen werden müssen. Wir werden auf den Weg geschubst, der irgendetwas Neues forciert, ein neues Kapitel, ein Richtungswechsel, eine Änderung unseres bisherigen Weges. Veränderungen in der Liebe, im Beziehungssystem, Entscheidungen für die Liebe, den Giftstachel hier auch so ein bisschen wegzulassen. Es kann ja auch sein, dass wir mit auf einen anderen Weg geschwungen werden durch Veränderungen, die im Hause des Gegenübers liegen oder Wege, die anders gegangen werden von unserem Gegenüber. Um Energie zu tanken, zieht euch hier zurück, kommuniziert. Möglicherweise planen einige eine Reise
und überlegen so, ob sie da etwas investieren. Das kann zu Freunden, mit Freunden sein, oder ihr kriegt eine Einladung, wo ihr zu jemand hinreisen könnt und Energie tanken. Die Selbstständigen haben hier auch die guten Aufträge. Selbstständigkeit liegt im Haus der Sonne. Hier gibt es noch was zu tun. Eine Lernaufgabe, vielleicht auch die Auseinandersetzung mit Papieren, Büchern. Kleineres Geld, Stabilität, irgendein Projekt, das euch noch in die Quere kommt, wo ihr bisher noch nicht drauf gekommen seid, was euch Wachstum mitbringt. So, und jetzt kommt der Moment, wo ich weiß, wie viele Karten ich noch habe, und ich kenne meine Situation, und genau das ist das Schwierige für mich im Moment, die Karten zu legen, ohne mich zu sehen. Wir haben hier, wir arbeiten für das Thema Geld, am Thema Geld wird gearbeitet. Ich habe hier eine beruflich gute Situation, die sich hier ankündigen kann. Eine sehr stabilisierende Energie. Ja, und hier geht die männliche Hauptperson raus. Im Haus der männlichen Hauptperson liegt die Sense drin. Jetzt muss ich mal kurz durchschnaufen und hoffen, dass ich nicht zu diesem Kollektiv gehöre in meiner Situation. Es kann ja sein, dass es sehr viel um uns geht, ne? Dass es Wenden gibt, die haben mit Partnern zu tun, denen wir uns angleichen müssen, und trotzdem werden wir so ein bisschen mit Schatten konfrontiert. Das können Themen sein, an denen wir lange gearbeitet haben, Vaterthemen, überall da, wo die Leidenschaft, die Liebe fehlt oder wo etwas nur abgearbeitet und runtergerattert wird. Sehr große Emotionen sind hier. Man muss an seinem emotionalen Gerüst arbeiten, sozusagen. Die Resilienz wird abgefragt. Man traut vielleicht auch manchmal hier seinen Gefühlen nicht. Ich habe hier mehrere Szenarien. Wir haben im Haus des Schicksals den Bären drin. Hier sind so große, vielleicht auch Flashbacks in die Vergangenheit, Erinnerungsmomente. Hier kann aber auch sehr gut sein, hier kommt ein schicksalshafter Mensch, das hatte ich auch schon mehrmals jetzt. Kann wiederum jemand sein, der etwas weiter weg ist oder der einfach eine große Schulter hat. Ein Mensch, bei dem du völlig du sein kannst, der dir hier Veränderungen mitbringt, die sehr aufklärend sind, die unterstützend sind. Ein schicksalshafter Mensch, eine hilfreiche Person, ein Gönner, jemand, der dir hilft, deine Emotionen zu klären, der aus einer wankenden Energie im beruflichen Umfeld ein bisschen Stabilität mitbringt, der dich erdet, ja, hier liegt es als Mann. Ja, es kann hier aber auch jemand sein, der eben die Eigenschaft hat, der so wie ein Bär ist. Oder aber du hast tatsächlich hier ein Krafttier oder einen Geistführer, der dir hier sehr nahe ist. Ne? Also die Verbindung zur anderen Welt oder zu den Ahnen mag ganz groß sein. Denk daran, es geht hier um uns, um unseren Weg, um unser Leben, um unsere Umbrüche und um die Phase, die vielleicht noch ihre Ausläufer hat, aber hier möchte die Sonne wieder aufgehen. Wir haben im Haus der Nachrichten die Sonne drin, also hier auch gute Nachrichten, gute Veränderungen am Beruf, im häuslichen Bereich, falls ihr da was verändern wollt. Sieht mehr hier auch Umzüge, ne? Oder Neubeginne im häuslichen Bereich, eine gute Möglichkeit, sein Wohnumfeld zu klären. So, da das Krafttier hier so schön liegt, gucken wir gleich mal, was kommt hier eins für die nächste Woche für uns mit. Ihr dürft gerne noch dranbleiben für eine kleine Auswahlmöglichkeit. Übrigens am Ende, ich vergesse das manchmal zu sagen. So, wir haben die Schwalbe und die Schwalbe bringt Hoffnung.
Ein Hoffnungsträger segelt in dein Leben. Rückkehr und Erneuerung, eine Wende zum Guten wartet auf uns. Erneuerung, ne? Wir liegen im Haus der Umbrüche. Die Schwalbe sagt auch, egal wie es hier aussieht, Glück ist mit dir. Hier sind tatsächlich auch so die Begleiter dabei, ne? Sozusagen die Familie, die Partnerschaften, die Nachwuchs, die Freundschaften, die Menschen, die hier alle liegen, die so das Umfeld formen. Und die Schwalbe kommt und zeigt uns eigentlich, wo die Reise jetzt hingeht. Man hat gute Führung, man hat Wissen im Herzen, sie verleiht Schwung, Fröhlichkeit, liebevollen Austausch. Sie möchte, dass wir uns um die Herzensangelegenheiten kümmern, um die Liebe. Zeige anderen, wie wertvoll sie dir sind. Das kommt auch oft zu kurz, immer wieder, ne, im Alltag. Wir verlieren oft den Blick für das, was wirklich wichtig ist. Und die Schwalbe macht auch noch ein bisschen Magie. Das habe ich hier, so das Glück, die Magie. Aufmerksam in zwischenmenschlichen Angelegenheiten, wo so magische Momente entstehen, auch von Liebe und Glück. Kleine Wunder, zeitlose Augenblicke, die Unbegrenztheit der Schöpfung und dass das Leben lebenswert ist, wird hier mitgegeben für die Woche. Jetzt muss ich erst mal durchatmen. Dann schauen wir noch etwas tiefer und dann gucken wir in das Auswahlorakel. Guckt mal, die Libelle mit dem Wandel. Ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel sagen. Die haben hier auch sehr viele Farben in den Flügeln. Die sind beweglich und können Kunststücke, also die sind sehr flexibel. Und sie bringen eben den Wandel mit, der jetzt ansteht im Leben. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Ihr könnt auch immer gerne die Geschwindigkeit ein bisschen schneller stellen, wenn es euch zu lange dauert. Das ist ja auch ein Phänomen der Zeit. Kein Mensch hört mehr zu. Da ist hier oben in diesem Feld, in dem ihr guckt, ein Rädchen, da steht Wiedergabegeschwindigkeit und da könnt ihr das einstellen. Dann könnt ihr alles sehen und müsst nicht vorspulen oder so. Ist mir auch gedient dabei. Man versteht es auf 1,25 auch noch sehr gut. Oder auf 1,5 auch noch. Es ist halt gewöhnungsbedürftig. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Der Rest bleibt noch dran für eine Botschaft. Ich drücke euch und bis Sonntag. So, hier haben wir den roten Buddha und den silbernen Buddha für uns zum Auswählen eines Wochenimpulses. Wir nehmen heute mal die Karten von der Nadine, die Sanssouci-Karten. Hat es mir tatsächlich die Sprache verschlagen. Oh Mann, oh Mann. Wir nehmen eine Astro-Qualität, ein bisschen was anderes diesmal. Wir nehmen mal zur Aufmunterung so einen kleinen Engel. So, ihr Lieben. Die Vögelchen lasse ich dann drauf springen, wenn ihr gewählt habt, weil man die ja sieht. Rot und Silber. Ich war heute schnell, ich nehme Silber. Schauen wir, was hier wartet.
Also, Synchronizität. Hier werden Fragen oder Gebete durch synchrone Ereignisse beantwortet. Also schaut darauf. Bei mir sind es in letzter Zeit immer die Uhrzeiten oder die Zahlen. Und wir haben Musik zur Manifestation. Das passt ja auch wunderbar, ne? Das verändert die Schwingung. Und wenn wir uns leicht und fröhlich fühlen, Musik kann ja alles anzapfen, ne? Dann wird die Energie zu manifestieren einfach, ne? Vielleicht mag ein oder anderer auch mal die Emotionen anregen mit Musik. Es geht um Seelenpartnerbeziehungen und es geht auch um eine andere spirituelle Grundlage, die man bei Beziehungen überhaupt hat. Die Quelle, das ist der Grund unseres Hierseins, das Ich-Bin-Bewusstsein, innerer Frieden, Erleuchtung, im Flow sein, Antworten finden und Gespräche mit Gott haben oder mit Jesus oder mit der Quelle an sich. Das mache ich in letzter Zeit auch sehr oft. Es hilft mir abzugeben. Wir haben das 10. Haus. Das 10. Haus ist ein Haus des Elementes Erde. Verbunden sind die Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau. Wir haben das Thema Berufung und Karriere. Und der Kopf denkt, der Bauch lenkt und das Herz weiß. Das ist sozusagen, dass alles zusammen funktioniert. Alles hat die gleichen Teile und wir sind damit sehr gut verbunden, auch die Quelle, ne? Wunderbar, ihr Lieben. Schauen wir uns die andere Seite an. Ach halt, das Vögelchen wollte ich noch. Die Bachstelze. Ich bringe dir Freude, Abenteuer, Lust und Mut. Spüre hinein, was du wirklich willst und folge deiner inneren Spur. Du bist bereit, neue Wege zu gehen. So, die anderen. Was habt ihr Schönes? Drehen wir um. Die großen Träume. Hier geht es genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Denkt euch nicht klein, macht euch nicht klein. Der Erfolg gehört allen. Stellt euch nicht in die zweite Reihe, traut euch große Träume zu haben. Vertraut, denn hier sind die Sachen in Gange. Gebete verwirklichen sich. Man darf positiv bleiben, der inneren Führung folgen. Und hier haben wir die Zeit der stillen Einkehr, ne? Das hatten wir auch im großen Blatt. Wenn man Energie tanken will, darf man sich zurückziehen. Man findet es nicht so sehr im Außen. Ihr habt das 7. Haus, ein Haus des Elementes Luftes. Es geht um die Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann. Es geht um eure Mitmenschen, Freundschaften und Partnerschaften. Und ihr habt die heiligen 3 Könige. Ihr kriegt vielleicht ein wertvolles Geschenk. Hier ist Verehrung, Erleuchtung, Erkenntnis, Überzeugung. Man macht sich auf den Weg. Ja? Der 6. Januar könnte ein Datum sein, das für euch wichtig ist. Aber man bekommt etwas überreicht. Die heiligen 3 Könige, die bringen ihre Gaben mit. Und wir haben hier, in dir steckt ein Schatz. Oder auch ein Schatz, so wie in dieser Muschel die Perle drin ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Das Vögelchen noch, hätte ich jetzt fast wieder vergessen, der Wiedehopf. Ich bin ein Botschafter guter Nachrichten. Ich helfe dir, Antworten auf deine Fragen zu finden. Ich bringe dir auch Intuition, Inspiration, Kunst und Kreativität. Habt eine schöne Woche und bis Sonntag.